Okay, wo geht's hier lang? An eine Stelle, wo ich, glaube ich, nicht intakt runterkomme. Da muss ich wahrscheinlich hin, deswegen gehe ich erstmal hier. Okay, schade, hier ist doch nichts. Gut, es führt mich jetzt hier lang. Über diese wunderbaren roten Blümchen hier. Die eine ganz seltsame Stimmung hier reinbringen gerade irgendwie. Obwohl die Beleuchtung sowieso etwas anders ist als bisher. Was ja daran liegt, dass es hier nicht regnet oder anders irgendwie die Luft ist, sondern eher so postregnerisch. What can I say? His disruptive behavior was difficult enough to tolerate, even when I was in a fitter state to endure such nonsense. But things were starting to deteriorate in my life generally, to the point where Emily's grandparents were starting to intervene a little, and I guess I took my frustrations out on him rather than her. Okay. Du hast also einen wildfremden Jungen angeschrien, weil du frustriert warst und das nicht an deiner Tochter ausgelassen hast, sondern eher an dem Typ, oder meinst du damit deine Großeltern? Die Großeltern von Emily. Egal. Bin gespannt, wie die Geschichte weitergeht. Und ob das da hinten was? Das da hinten ist Wasser, ne? Gut. Und ich suche hier gerade nach einem weiteren Buch. Was mich jetzt auch da drüben hinführt. Sofern ich darüber noch rüberkomme, ja. Und das sieht so aus, als wäre da irgendwas Passartiges. Ja. Ich fürchte immer noch, dass ich irgendwo ein Buch übersehen habe. Aber erstmal geht's hier rüber. Und die schöne Musik unterstreicht die Stimmung gerade richtig gut. Aber hier darf ich jetzt wieder nicht hingehen. Das fand ich an Bottle 1 auch schön. Also traurig eigentlich. Ich wollte unbedingt zu diesem Gebäude da auf dem Berg und kam da nicht hin. There's no denying that boy deserved my wrath more than my daughter. I was put on suspension since I hardly had a history of these things. I'd been a good worker up to that point, I honestly had. Go sort yourself out, they said. I had every intention of doing just that. Da vorne befindet sich schon wieder so ein Storybreaker. Und hier befinden sich Batterien. Wusste ich wirklich nicht. Ich fürchte wirklich, dass ich ein Buch übersehen habe. Oder hier drin befindet sich noch eins. Auf jeden Fall gibt es hier Vasen. Darling,
You can't keep blaming yourself for what happened. Not to me. And no. Ja, du kannst dir nicht die Schuld geben, weder mir noch. Ja, und leider habe ich noch kein Achievement für die Bücher gekriegt, das heißt, ich habe eins übersehen. Naja. Ich war sowieso überrascht, dass das da auf dem Stuhl lag. Gut, dann bin ich mal gespannt, was für ein Zwischenspiel jetzt kommt. Oder ob überhaupt eins kommt. Aber wahrscheinlich. Wie es die letzten Male schon geschehen ist, wird es gleich wieder hell. Das Zwischenspiel beginnt. Und wir erfahren mehr über die Hintergründe von dieser Geschichte. Über sein Leben, den Verfall des Alkohols, 2 Bottle und vielleicht aber auch nicht. Ich komme jetzt schon wieder zu so einem Dorf, so einem Fischerdorf. Und es wäre echt schade, wenn das hier alles ist und ich es mir nicht angucken darf. Okay, vielleicht darf ich es mir nicht angucken, aber mindestens so weit darf ich es mir angucken. Komme ich hier vielleicht rüber? Schade, aber es sieht schon mal sehr geil aus. Gehe ich nochmal hier hoch, gucke von hier rüber. Und sehe schon, dass ich in dieses Boot steigen darf. Und wieder so ein Riesenreifen hier. Hey. Ich habe doch alle Bücher gefunden. Bibliophilie. Gut, auf zum Schiff. Mit einem Vogel drauf. Paddel aufsammeln. Alles klar. Fahre ich jetzt mit dem Boot oder nicht? Okay, es ist ein Auto. Drive. Krokodile. Okay, ich kann nur gucken, nicht steuern. The path to recovery is never an easy one, and I wasn't convinced that cold turkey was my answer. It just sounded too convenient to me and seemed a surefire way to fall straight back off the wagon. I suspected that slowly weaning myself off the drink would reap more permanent rewards, and immediately set about reducing my intake. A fortnight later, it was still a daily habit, but at least that habit had shifted mostly to nights. Okay. Nachts geht das Gesaufe los, tagsüber nicht mehr. Mindestens etwas. Auch wenn es komplette Aufhören wahrscheinlich besser funktioniert hätte. After talking Emily's grandparents around, convincing them this was the first step on my road to recovery, I soon organized a trip to one of our favorite beaches. A retreat we'd been to a couple of times before. It would be a week's trip during her school holidays, away from the stresses of both our lives. Emily was happy, especially after I explained to her that this was Daddy's chance to get better. At the very least, that was the plan. Okay.
Es war der Plan, aber es wurde wahrscheinlich nicht besser. So wie es sich gerade anhört. Wir gehen jetzt wieder einmal diesen Bootsfahrt unter diese komische Brücke durch. Mit einem Krokodil, das ich nicht gesehen habe. Ich könnte ja eigentlich mal in den Zoo gehen, der hier um die Ecke ist. Okay, es geht wieder in eine Höhle. Wo das Schiff anscheinend automatisch hinfährt. Oder es kommt wieder eine Zwischensequenz, etwas später, aber tapfere kleine Seele. Zwischenspiel 3. Das klingt ja schon mal traurig, aber mich wundert jetzt viel mehr, dass hier Schnee liegt. Okay. Ich würde gern wieder rein, hier ist kalt. I always tried to make holidays a thing in our little family unit, for the short time such a unit existed. I was more of a summery person, while my wife adored the snow. Perhaps it was her Russian roots. Our daughter was happy almost anywhere and everywhere, but there's no denying she felt the cold more than any of us. Ja, so ging es mir auch. Daddy, Kiri's shivering. He needs more fire. We all knew, of course, that she was referring to herself and not the rabbit, but if that was her way of appearing courageous, we were willing to go along with it. I rugged up and left the two ladies in the log cabin in search of wood to feed the fireplace. Okay, da war die Frau also noch am Leben. Und ich darf jetzt anscheinend 12 diese Äste sammeln, um die Hütte warm zu halten. Zu viel auf der Fläche. Okay, ich gehe jetzt doch nochmal hinten hin. Allein dieser Sound vom Schnee. Nee. Warum stehen die Steine hier so? Einfach nur um es hübsch zu machen, okay. Dann hoffe ich mal, dass ich die 12 Dinger bald finde. 11 noch. Und falls es länger dauert, bitte ich um Verzeihung, aber zwischendurch wird mir bestimmt noch einiges erzählt werden. Kann ich hier hoch? Aber außer, dass es meinem Kopf Befriedigung gibt, ist hier nichts zu holen. So, aber hier ist noch so ein Geäst.
Gut, dass mir das Ding da oben anzeigt, dass eins in der Nähe ist. Einen schönen Ausblick von oben holen. Ob ich hier irgendwo noch eins in der Nähe sehe. Aber wahrscheinlich ist das hier so ein riesengroßer Bereich. Wo ich immer mal wieder einen Ast finden werde. Und das nicht unbedingt an den höher gelegenen Stellen. Geh mal hier rüber. Da ist was. Aber leider hinterlasse ich keine Fußspuren. Andererseits, ich habe auch keine Füße. Ja. Hier ist irgendwo einer. Da. 6 years. That's all the time we had together. All three of us. All the time that Emily had to get to know her mother. Daddy, when will Mummy be coming home? She asked, the day after Cassandra died. I opened my mouth to answer, but all that came from my throat was an impotent choking sound. Tears were quick to follow. Emily, brave little soul that she was, did her best to console me. Okay. Da. Die Hälfte ist geschafft. Ein Häschen. Okay. Im Zweifelsfall gehe ich gleich nochmal in die Mitte. Aber ich nehme mal an, dass der Spieleentwickler hier mehr als 12 Stück hingelegt hat. Also ich kenne einige Spiele, die würden wahrscheinlich genau 12 Stück hier hinlegen. Aber 7 haben wir ja schon mal. Oh, und es sieht immer noch hübsch hier aus, auch wenn es hier schon ein bisschen angeschmolzen ist. Ich gucke mal, ob ich hier drüben noch eins sehe. Und weiche damit ein bisschen von meiner Strategie ab, außen rum zu laufen. Um dort halt die Sachen, das Feuerzeug, die Erste fürs Feuer zu finden. Und spüre schon, dass es an meinen Füßen kalt wird, obwohl ich hier nur zugucke, wie ich durch den Schnee laufe.
Da ist wieder einer. In the end, it was a children's book that helped Emily to fully comprehend what had happened to her mother. So the mummy deer got sick and there was nothing the other deers could do to help her? That's right, sweetie. We'll have to pass on sooner or later. Your mother's time just came sooner than we expected. It was in that moment that I understood why families bought pets with short life expectancies, like goldfish and guinea pigs. Emily had little concept of death up until that point. Okay. Das ging mir leider auch so. Und wenn ich ehrlich bin, denke ich heute immer noch, dass die Tiere alle wieder gespawnt sind.